Ich bin Krzysztof Smolich. Willkommen im Video zum Thema Zeit. Die Zeit ist die meistgemessene physikalische Größe überhaupt. Viele von uns tragen ein Zeitmessgerät permanent bei sich. In unserem Leben spielt die Zeit eine dominierende Rolle. Ob wir zur Arbeit oder zur Schule gehen, auf einen Bus warten oder uns mit Freunden treffen. Wir schauen immer wieder auf die Uhr. Über die Zeit synchronisieren wir alle unsere Aktivitäten. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Zeit so etwas wie eine konstante Tempoachse ist. Manche Wissenschaftler nehmen allerdings an, dass die Zeit nicht immer gleich schnell läuft. Manchmal soll die Zeit langsamer, manchmal schneller laufen können. In meinen Augen ist das der falsche Weg und ich möchte Ihnen erklären, warum. Was ist die Zeit? Alle Prozesse haben eine dynamische Natur. Da verändert sich immer etwas. Bei einem Prozess schneller, bei einem anderen langsamer. Eine Zeitmessung ist nichts anderes als bemessende Dauer eines Prozesses über das Tempo eines anderen Prozesses. Ein Beispiel: Ein Topf mit Wasser wird aufgeheizt. Wir wollen wissen, wie lange es dauert, bis das Wasser kocht. Dafür nutzen wir eine Pendeluhr. Das Ergebnis ist, sagen wir mal, 470 Pendelbewegungen. Was wir hier gemacht haben, ist das Bemessen der Dauer des Aufheizprozesses mit der Dauer einer Pendelbewegung. Um die Dauer von unterschiedlichen Prozessen zu messen und zu vergleichen, haben wir viele Arten von Uhren entwickelt. Außer Pendeluhren gibt es zum Beispiel Federuhren, elektronische Quarzuhren oder Atomuhren. Sie alle verwenden unterschiedlichste Methoden, um ein konstantes Tempo ihrer Prozesse zu halten. Das Tempo all dieser Uhren wird auf einen Mutterprozess synchronisiert. Dieser globale Taktgeber ist ein irdischer Sonnentag. Seine Dauer betrachten wir als konstant und stabil. Einen Tag haben wir in 24 Stunden geteilt, jede Stunde hat 60 Minuten, jede Minute 60 Sekunden. Alle diese Uhren müssen so getrimmt werden, dass sie synchron zu diesem Tagesrhythmus laufen. Es ist egal, ob Sie Tage, Stunden oder Sekunden messen. Es geht um das Tempo. Die Atomuhren gelten als besonders genau. Allerdings weichen manchmal ihre Ergebnisse doch voneinander ab. In einem Experiment wurden die Zeitmessungen von zwei Atomuhren verglichen. Eine der Uhren stand permanent im Tal, die andere befand sich über eine bestimmte Zeit auf einem hohen Berg. Danach kam die Uhr zurück ins Tal und die Ergebnisse wurden verglichen. Es gab einen Unterschied. Die Uhr, die zuvor auf dem Berg gewesen ist, lief vor. Die Atomuhren sind hochgenau und arbeiten extrem stabil. Wie kommt es dann zu dieser Abweichung? Die momentan geltende Erklärung lautet, die Zeit auf dem Berg läuft schneller als im Tal. Die Zeit läuft schneller. Welche Zeit? Die Zeit gibt es gar nicht. Sie existiert nur in mathematischen Formeln. In Realität vergleichen wir bloß das Tempo von unterschiedlichen Prozessen. Unser Taktgeber ist der Rhythmus des Tages. Auf dem Berg sieht man diesen 24-stündigen Lauf der Sonne genauso wie irgendwo sonst auf diesem Planet. Die Tatsache, dass jemand dahin eine Atomuhr gebracht hat, wird das wohl nicht geändert haben. Wenn eine Uhr dort schneller läuft als im Tal, dann hat diese Uhr einfach ein technisches Problem, auch wenn sie Atomuhr heißt. Die Bedingungen hier und dort unterscheiden sich eben und das wird in der Uhr nicht kompensiert. Stellen wir uns folgende Situation vor. Es ist Sommer. Wir haben zwei junge Fliegenlarven aus einem Wurf, Bruder und Schwester. Den Bruder legen wir in den Kühlschrank, die Schwester lassen wir im Garten frei. Bei niedriger Temperatur entwickeln sich die Fliegenlarven deutlich langsamer als bei Sommertemperaturen draußen.
Nach einigen Wochen ist die Larve aus dem Kühlschrank entkommen und hat sich in eine Fliege verwandelt. Ihre Schwester kann sie nicht mehr finden, weil diese schon längst tot ist. Ihre Kinder leben auch nicht mehr, deren Nachkommen fliegen jetzt im Garten herum. So trifft die Fliege die Enkel ihrer Schwester. Wieso lebst du immer noch? Fragen die jüngeren Fliegen. Unsere Oma ist längst tot. Ich war in einer Zeitmaschine. Dort läuft die Zeit langsam. Die Fliege kann nicht wissen, dass die Temperatur einen Einfluss auf das Tempo der Entwicklung ihres Körpers hat. Sie sind nur die Ergebnisse. Die Fliege hat ihre Schwester um 2 Generationen überlebt. So erklärt sie sich das instinktiv mit der langsamer laufenden Zeit. Dieser elektronische Wecker wurde entwickelt für den Einsatz bei Zimmertemperatur. Würden wir diesen Wecker in Sibirien bei minus 40 Grad Celsius nutzen, würde es kleine Abweichungen geben. Die Uhr wäre minimal schneller oder langsamer. Das heißt aber nicht, dass in Sibirien die Zeit anders läuft. Die Temperatureinflüsse auf die Elektronik in der Uhr sind gut bekannt, so wundert das niemanden. Bei den Atomuhren nehmen wir aber an, dass sie absolut genau sind. Dass eine Atomuhr unter veränderten Gravitationsbedingungen einen veränderten Takt haben könnte, wollen wir gar nicht in Betracht ziehen. Wir behaupten dann einfach, die Zeit läuft anders. Genauso wie die Fliegen den Einfluss der Temperatur auf die Entwicklung ihres Körpers nicht verstehen, verstehen wir den Einfluss der Gravitation auf den Takt der Atomuhren nicht. Und ähnlich wie diese Fliege versuchen wir die beobachteten Abweichungen mit der Veränderung des Tempos der Zeit zu erklären. Willkommen im Club! Die Idee der flexiblen Zeit- und Raumachse hat ihren Ursprung im Jahre 1887 und zwar im Michelson-Morley-Experiment. In diesem Versuch ging es um die Vermessung der Bewegung der Erde. Die Idee war, aus einer Quelle Licht auszustrahlen und die Bewegung der Erde mit der Bewegung des gesendeten Lichts zu vergleichen. Man ist davon ausgegangen, dass sich das ausgestrahlte Licht im Raum unabhängig von der Erde ausbreitet. Würde sich Erde in diese Richtung bewegen, so hätte das Einfluss auf die beiden Laufzeiten. Die Laufzeit würde sich verkürzen und die verlängern. Aus den Zeitabweichungen ließe sich die Geschwindigkeit der Erde ausrechnen. Dieser Versuch dauerte 5 Tage. In der Zeit wurden Messungen in 36 unterschiedlichen Richtungen durchgeführt. Das Ergebnis war niederschmetternd. Diese beiden Zeiten waren immer gleich. Keine einzige Zeitabweichung. Das war eine große Überraschung und eine echte wissenschaftliche Sensation. Die Erde bewegt sich definitiv. Wieso lässt sich das nicht messen? Niemand konnte sich das wirklich erklären. Irgendwann hat sich dann mal eine Interpretation durchgesetzt, die besagt, dass die Zeit hier und dort unterschiedlich schnell läuft. Dadurch wird die Wirkung der Bewegung der Erde kompensiert. Die Grundregel hieße, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist immer gleich. Das Tempo der Zeit aber nicht. Um die Lichtgeschwindigkeit konstant zu halten, läuft die Zeit mal schneller, mal langsamer. Das heißt, in dieser Formel für die Geschwindigkeit ist eine der 3 Größen schon fix, die Lichtgeschwindigkeit. Gibt es abweichende Messergebnisse, dann muss das wohl an der Zeit oder der Distanz liegen. Die Zeit läuft dann schneller oder langsamer oder der Raum verformt sich eben. Ja, so lange ist das schon her. Wir leben schon über 100 Jahre mit der Vorstellung der variablen Zeit und des denkbaren Raumes. Der Punkt ist, wir sind damit nicht wirklich weit gekommen. In diesen 100 Jahren ist unter dem Strich in der Physik nicht viel passiert. Es werden zwar immer wieder neue Elementarteilchen vorgestellt,
neue Begriffe kreiert, Antimaterie, dunkle Energie. Aber es gibt kaum wirklich brauchbare Ergebnisse. Wenn man das mit der Entwicklung der Physik im 19. Jahrhundert vergleicht, hatten wir in den letzten 100 Jahren faktisch einen Stillstand. Mit der relativistischen Betrachtung der Zeit und des Raumes kann man mathematische Gleichungen sehr gut bedienen. Damit lassen sich alle abweichenden Messergebnisse erklären. Und das ist das Problem. So denkt man gar nicht daran, vielleicht doch nach anderen Wegen zu suchen. Man braucht sie ja gar nicht. Auf dem Papier stimmt ja alles. Aber schauen wir uns doch die Realität an. Ein Beispiel: Start unserer Raketen. Das sind doch Verbrennungsorgien. Seit dem ersten Flug von Juri Gagarin hat sich da nichts geändert. Der Anteil einer Nutzlast bei einer startenden Rakete beträgt ca. 2%. Der Rest wird verbrannt und abgeworfen. Und es sieht nicht mal ansatzweise danach aus, dass sich das in absehbarer Zeit ändern soll. Wie weit wollen wir damit kommen? Gleichzeitig wird behauptet, die Gravitation bestens verstanden zu haben. Hallo? Wir treten doch auf die Stelle. Schauen wir uns nochmal das Michelson-Morley-Experiment an. In meinen Augen lag das Problem beim mangelnden Verständnis der elektromagnetischen Wellen. Man hat angenommen, dass das generierte Licht keine mechanische Verbindung mit seiner Quelle hat. Danach ginge das Licht im Moment des Entstehens sofort eigene Wege, ohne mit seiner Quelle in irgendeine Verbindung zu stehen. In meinen Augen ist das ein grundlegender Fehler. Das Licht besteht aus Photonen. Diese Photonen werden im Material der Lichtquelle generiert. Von da aus werden sie herausgeschossen. Das heißt, es gibt eine mechanische Verbindung zwischen den Photonen und der Quelle, die sie generiert. So ist die Geschwindigkeit eines Photons auf seine Quelle bezogen und nicht auf die Umgebung. Befindet sich ein Empfänger in einer festen Verbindung mit der Lichtquelle, so werden die Photonen für diese Strecke immer die gleiche Zeit brauchen. Unabhängig davon, in welche Richtung sich dieser Messaufbau bewegt. So ist es nicht verwunderlich, dass die beiden Herren immer die gleichen Zeiten gemessen haben. Hätte man damals eine plausible Erklärung für die gemessenen Werte gefunden, so gäbe es keine Notwendigkeit, eine variable Zeit als Antwort einzuführen. Die relativistische Betrachtung der Ergebnisse ist eine rein mathematische Notlösung gewesen. Im Laufe der Zeit hat sie sich aber so fest eingebrannt, dass viele sie als ein unanfechtbares Wissen betrachten. Dazu kommt noch die Fantasie, die Zeitreisen, ein Wechselspiel zwischen Zeit und Raum. Das erinnert irgendwie an die Zeiten der Alchemie. Damals gab es allerdings auch echte wissenschaftliche Erfolge, von denen wir bis heute profitieren. Das Zauberhafte musste man aber irgendwann abwerfen. Eine ähnliche Situation haben wir heute. In meinen Augen ist unsere Vorgehensweise falsch. Wir definieren immer neue Teilchen, neue Felder, neue Arten von Wellen, neue Effekte. Das alte Wissen betrachten wir aber als fest etabliert, und zwar in seiner ursprünglichen Form. Das Neue packen wir einfach obendrauf. So kommen immer mehr neue Definitionen dazu und dieser Berg wird immer größer. Bei so viel Zeug entstehen zwangsläufig Widersprüche zwischen den alten und neuen Definitionen. So sind wir immer mehr damit beschäftigt, diese Widersprüche irgendwie zu klären. Meistens klappt das nicht ganz, dann deklarieren wir weitere Phänomene oder biegen wir das mit der Mathematik zurecht. Das ist eine Welt für sich geworden. Kann eine Naturwissenschaft Physik wirklich so aussehen?
jetzt? Fakten haben wir genug. Wir müssen uns bloß von manchen Interpretationen trennen. Wir müssen das Ganze, was wir wissen, neu einsortieren. Das ist die Gravitation, Elektrizität, Magnetismus, Photonen und eine Zusammenfassung. Diese Kraft kommt vom Netz. Das ist keine Anziehung. Der Planet verformt das Netz und das verformte Netz drückt den Ball zu den Planeten. Aber in diesem Abschnitt ist ganz anderes. Die Funktion ist steigend. Mit der steigenden Entfernung wird die Anziehung nicht schwächer, sondern stärker. Das ist doch ein Haltemechanismus. Einmal drin wird das Proton hier festgehalten. Je weiter weg, desto mehr angezogen. Das, was wir elektromagnetische Wellen nennen, sind keine Wellen, sondern Strömungen von Photonen. Solch einen wechselgetriebenen Antriebsmechanismus gibt es nicht. Die Geschwindigkeit des Lichts lässt sich dadurch auf die klassische Weise errechnen. Die Zeit läuft in einem konstanten Tempo, die Definition der Länge ist fix. Für derartige Interpretationen gibt es überhaupt keinen Bedarf. Wenn wir wirklich über Galaxien reisen wollen, müssen wir uns von Fesseln befreien, die wir uns selbst angelegt haben. Das ist das Tempolimit für das Licht. Das ist eine löchrige Vorstellung vom Vakuum und von der Materie. Unser festgefahrenes Gravitationsmodell bremst uns in der Entwicklung. Die elektromagnetischen Wellen mit ihren zwei Gesichtern, einmal Teilchen, einmal Wellen und so weiter und so weiter. Alle derartigen Widersprüche müssen gründlich aufgeräumt werden. Das Zerren an der Zeit- und Raumachse mag schon mathematisch funktionieren. Es bringt uns aber kein Stück nach vorne. Wir stehen jetzt am Ende einer Sackgasse vor einer Mauer und sind ratlos. Das Einzige, was uns momentan einfällt, ist an diese Mauer zu kratzen. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen einfach aus dieser Sackgasse raus. Danke für das Zuschauen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.